single day. Erinnert ihr euch noch an diesen Teaser? Nun ja, das Projekt habe ich eingestellt. Inzwischen war ich jedoch bei einem neuen Lost Place und habe viele neue spannende Aufnahmen gesammelt. Vorweg noch einmal eine kurze Erklärung zu diesem Format. Es geht darum, dass ich persönlich verlassene Orte besuche, dies filme und euch den jeweiligen Ort dann mit einigen Hintergrundinformationen gespickt vorstelle. Ein Teil dieser Serie besteht immer aus dem Video mit Kontext, das wäre dieses hier, und der ungeschnittenen Version, in der ich alle Aufnahmen einfach nur aneinander reihe. Klicke für dieses Video ab dem 30.09. um 18 Uhr einfach oben rechts in der Ecke oder sieh in der Videobeschreibung oder der Endcard vorbei. Der Ort heute, das Steinfortheim. Das Steinfortheim in Zinnowitz an der Ostsee wurde im Jahr 1875 das erste Mal als Hotel eröffnet. Im Jahr 1907 wurde es verkauft an eine Pensionskasse. 1927 wurde der Ort dann an die Reichsbahn verkauft, welche aus dem Gebäude ein Heim für Waisenkinder von Eisenbahnern machte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg diente es für 2 Jahre als Flüchtlingslager. 1958 wurde es dann zum Kinderkurheim Erich Steinfort. Zwischen 1989 und 1991 wurde dieses Projekt der Deutschen Demokratischen Republik dann Stück für Stück abgebaut und schließlich geschlossen. Wieder wurde es dann von der Deutschen Eisenbahngewerkschaft gekauft. Seit 1991 hat es keine wirkliche Funktion mehr und steht leer und unter Denkmalschutz. Im Jahr 2019 gab es in dem Gebäudekomplex einen Brand, der wahrscheinlich von ortsansässigen Jugendlichen gelegt wurde. Die Kinder wurden ab 1958 bei Erkrankungen der oberen Atemwege in dem Kurheim behandelt. Dies geschah im Rahmen meist mehrwöchiger Behandlungen. Pro Jahr wurden hier 1680 Kinder behandelt. Es gab eine Aufteilung in Jungen und Mädchen. Das Heim war zudem für die damaligen Verhältnisse besonders gut und fortschrittlich ausgestattet in Bezug auf medizinische Versorgung und Freizeitangebote. Sogar Diätpläne, für die Zeit besonders untypisch, wurden in diesem Heim unterstützt und eingehalten. Neben den Behandlungen wurden die Kinder auch in dem Heim unterrichtet, sogar ein Sportunterricht fand im Rahmen der Möglichkeiten der Kinder statt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von diesem Thema und vor allem dem neuen, etwas ungewöhnlichen Format? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check doch gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wenn du an Minecraft-Content interessiert bist, dann sieh gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.